Heute ist echt der Tag, um aus der Komfortzone rauszugehen. Bisschen Schiss hab ich. Herzlich willkommen, Freunde, auf meinem Kanal, auf dem wir zusammen surfen gehen. Es geht wieder los. Und für alle, die von Anfang an mit dabei sind, ihr merkt schon, draußen ist schon hell. Was macht der Pippo da? Hat er verpennt oder was? Nee, heute gehen wir zu einem Surfspot, der nur zu bestimmten Bedingungen funktioniert. Das Wetter ist echt grauenhaft. Es ist komplett eingeregnet, kalt. Es ist Januar und das Ganze wird noch ein bisschen spannender, nämlich der Einstieg dort ins Wasser und auch wieder rauszukommen, ist nicht ganz einfach. Dort liegen riesengroße Steine rum, also es ist ein reiner Steinstrand, sehr steil, das heißt die Wellen klatschen teilweise direkt auf diese Steine. Die Wellen werden ziemlich groß sein, braucht der Spot aber auch, zu dem wir gehen, und ja, es wird ein kleines Abenteuer. Ich freue mich gleich, wenn wir da sind. Für mich heißt das allerdings noch eine Stunde fahren, ist nämlich ein bisschen abgelegen. Ihr dagegen, ihr seid gleich da. Ich bin am Spot angekommen. Es ist kein Mensch da, deswegen eigentlich schon mal 3 Regeln. Erstens, an sketchy Spots nie alleine ins Wasser gehen. Ja, und die anderen beiden habe ich nicht parat, aber ja, es sei denn, man kennt sich halt total gut aus, aber selbst dann, wenn irgendwas passiert, ist immer blöd, wenn wirklich gar niemand anderes da ist. Und es kommt ein paar Minuten vorne vorbei, vielleicht gehen wir dann zusammen rein. Ja, wir müssen es uns mal angucken. Ja, jetzt warte. Das ist leider mal ganz cool, Gedanken zu teilen. Und zwar zum Thema Risiko und Belohnung an der ganzen Sache. Ich habe tatsächlich ein bisschen Schiss, hier reinzugehen. Es gibt dann schon ein gewisses Risiko, sich hier zu verletzen, irgendwie auf den Steinen. Ich habe das einmal erlebt bei einem Freund, der sich den Fuß gebrochen hat. Der konnte sich glücklich schätzen, dass andere Leute da waren und ihm dann raushelfen konnten, sonst bist du echt verloren. Aber wenn er mal leer ist und man hat dann so einen Tag erwischt, dann ist natürlich die Belohnung umso größer. Und da merkt es schon gleichzeitig, wenn das Risiko steigt, steigt auch gleichzeitig die Belohnung. Das ist generell bei dem Sport ein Thema. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Was macht ihr für Sport? Habt ihr so ein Hobby, ein halsbrecherisches Hobby vielleicht? Ich habe auch noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Eigentlich ist hier für so einen Spot, so Riffschuhe sind gar nicht schlecht. Das sind wie so Barfuß-Gummischuhe. Ich weiß, manche sagen, ja, total uncool, braucht doch kein Mensch. Egal, ich ziehe die lieber an, bevor ich mir die Füße aufschneide. Oft sind an diesen Steinen auch Seeigel, irgendwelche Muscheln. Gerade wenn man dann da richtig drüber gewaschen wird, ist es schon nicht schlecht, ein bisschen geschützt zu sein. Die habe ich aber vergessen. Ich habe sie vergessen. Eigentlich liegen die immer im Auto, wenn ich spontan hier hinkomme. Ich habe sie nicht im Auto, warum auch immer. Was gut ist, das wäre schlecht nachher, die Sonne ist ein bisschen rausgekommen. Es hat während der Autofahrt aufgehört zu regnen oder ich bin aus dem Regen rausgefahren, je nachdem wie man sieht. Ja, ne, es ist gut. Auch wenn man das von hier oben nicht sehen kann. Die Wellengröße, das sind locker 2,5 bis 3 Meter und die hat auch richtig Power, weil die überriffen nicht. Es läuft auch nicht so komplett konsistent, es ist super viel Bewegung im Wasser. Man kann das hier unten sehen, wie das Wasser den Schaum beobachtet, von rechts nach links rüber strömt. Wenn ihr wollt, mache ich da auch mal ein Video zu, wie so Rip-Curls funktionieren, wie die Strömung entsteht, wie man die vor allem lesen kann. Das ist vielleicht auch ganz interessant, auch wenn ihr selber gar nicht surft, aber oft am Meer seid, Urlaub macht. Lasst mich gerne wissen, ob euch das interessiert. So, Leute, Vince ist jetzt auch gekommen. Ja, er ist jetzt auch gekommen. Richtig geil. Nach langer Zeit. Sagt, wir gehen da jetzt rein. Nice. Jetzt muss es wissen. Ziehen wir uns um, machen uns fertig und gucken mal, was das wird für ein Spaß. Riesenspaß. Ja, wie ein bisschen Schiss habe ich. Aber die Alternative ist Beachspray. Ja, nee. Heute ist echt der Tag, um ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen. Also im komplett voll gelaufenen Eimer habe ich meinen Wetsuit gelassen, habe den rausgeholt und jetzt hier mitgebracht. Der ist richtig schön
Richtig schön nass. Meine hangen auch im Regen draußen. Auch nicht trocken, Ja. aber immerhin nur feucht. Den kannst du aufs Bett legen. Und dann habe ich. Das ist ein bisschen ramponiertes Brett. Jetzt geht's los. Jetzt ist der Hype da. Ich war, als ich alleine hier gewartet habe und es gesehen habe, ein bisschen skeptisch, aber jetzt, immer wenn Wind da ist, dann sind die Harakiri-Missionen gesichert. Juhu, guck dir die an! Der hat gut gepinkelt. Der Weg war so lange, ich hab's nicht ausgehalten. Und der Einstieg, der wird jetzt ein Abenteuer. Die erste Welle. Oh, ist das flach. Nee. Die Leash ist da wieder abgegangen. Ach, Das Brett in den Stein. oh, Aber weißt du was? Die Engel sind mitten ein einziges kleines Loch in den Felsen. ja, Voll reingewaschen. ja. Oh, hinten dran.
Vince war schon gegangen und wir hatten eine aufregende Session erlebt. So wie zu Beginn der Regen der Sonne wich, so verschwand mit einem Schritt aus der Komfortzone auch meine Angst. Ja, jedes Abenteuer birgt ein Risiko in sich und so hat es mich beim Ein- und beim Ausstieg in dieses Abenteuer gleich zweimal über die Steine gewaschen. Vince hat mit seiner Leash auch sein Brett verloren und trotz der kleinen Kratzer, die wir davongetragen haben, war es das Wagnis auf jeden Fall wert. Denn am Ende dieses Tages steht die unvergessliche Erinnerung an die belohnenden Erlebnisse, die mich erinnern lassen, wie lebenswert das Leben ist. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr bei den nächsten Abenteuern auch mit dabei sein wollt, dann abonniert den Kanal und wir sehen uns in einer Woche wieder.